Russlands Tankstellen zwischen Kraftstoffkrise und Umweltrisiko. Was hinter der Freigabe von Euro-2-Benzin steckt. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Innerhalb weniger Wochen hat sich die Kraftstoffkrise über nahezu ganz Russland ausgebreitet. Selbst auf höchster politischer Ebene wird das Problem inzwischen offen angesprochen. Unter den Maßnahmen, die diskutiert werden, um die Folgen der ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien abzufedern, finden sich verschärfte Exportverbote, Benzinimporte aus dem Ausland und ein weiterer durchaus wirksamer, aber umstrittener Mechanismus: die Lockerung der Qualitätsanforderungen an im Land produzierten Kraftstoff. Bereits Mitte Juni wurde bekannt, dass die russische Regierung großen Raffinerien erlaubt hat, Verbraucher mit Benzin und Diesel des Umweltstandards Euro 3 zu beliefern, anstelle des eigentlich vorgeschriebenen Standards Euro 5. Ende des Monats wurde die Qualitätsschwelle noch radikaler gesenkt. Vorübergehend darf nun sogar Kraftstoff der Klasse Euro 2 auf den Markt gebracht werden. Schließlich waren Benzin und Diesel dieses Standards in Russland bereits seit 2014 verboten. Was Umweltstandards eigentlich bedeuten? Doch was verbirgt sich hinter diesen Umweltklassen überhaupt? Vereinfacht gesagt, handelt es sich um ein strenges Regelwerk, das festlegt, wie stark Benzin und Diesel gereinigt sein müssen und wie viel giftige Beimischungen sie enthalten dürfen. Vor allem beeinflusst dieser Standard, wie viele Schadstoffe ein Fahrzeug letztlich in die Atmosphäre ausstößt. Die Diskussion um die Reduzierung von Kraftstoffschäden begann in Europa bereits in den 70er Jahren. Zu Beginn der 90er Jahre wurde dort der erste Umweltstandard entwickelt, der bleihaltiges Benzin verbot. Mit der Zeit wurden diese Anforderungen zu einem globalen Phänomen und verschärften sich von Jahr zu Jahr. Die Klasse Euro 2 erschien 1996, Euro 3 im Jahr 2000, Euro 4 im Jahr 2005 und Euro 5 im Jahr 2009. Zwei Seiten einer Medaille. Was bedeutet nun die Entscheidung der Behörden, vorübergehend kraftstoffveralteter Standards auf den russischen Markt zuzulassen? Diese Maßnahme hat zwei zentrale Folgen, eine positive und eine negative. Die positive Seite. Für die Raffinerien bedeutet die zeitweise Senkung der Umweltanforderungen die Möglichkeit, die Produktion zu steigern. Der Experte Dmitri Prokofjew erklärte, dass die Klasse Euro 2 es erlaubt, Naphtha ohne tiefgehende Verarbeitung als Basis zu verwenden und Kapazitäten einzubeziehen, die keinen hochwertigeren Kraftstoff herstellen können. Naphtha ist ein Gemisch aus leichten Kohlenwasserstoffen, auch als Rohbenzin oder Schwerbenzin bekannt, das bei der direkten Destillation von Rohöl gewonnen wird. Es gilt als wichtigster Bestandteil bei der Herstellung von Autobenzin. Dadurch könnten dem Markt zusätzlich mehrere 100.000 Tonnen Kraftstoff pro Monat zur Verfügung stehen, selbst ohne Berücksichtigung erhöhter Importmöglichkeiten. Diese Maßnahme wird die systemische Krise zwar kaum vollständig auffangen, könnte jedoch die Zuspitzung der Lage abmildern und lokale Engpässe in besonders betroffenen Gebieten lindern, etwa auf der Krim und in Regionen, die stark von der Versorgung durch beschädigte Raffinerien abhängig sind. Die negative Seite liegt auf der Hand. Benzin und Diesel der Klassen Euro 2 und Euro 3 schaden der Umwelt und modernen Fahrzeugen. Der Gehalt an Schwefel und anderen gefährlichen Beimischungen liegt um ein Vielfaches, teilweise sogar um das Zehnfache, höher als bei modernem Euro 5 Kraftstoff. Die Folgen für die Umwelt. Beginnen wir mit den Auswirkungen auf die Umwelt. Durch die massenhafte Zulassung solchen Kraftstoffs
kann sich der Anteil von Schwefeldioxid in der Luft erhöhen. Dieser Stoff kann Asthmaanfälle auslösen, weshalb mehr Menschen medizinische Hilfe benötigen könnten. Aromatische Kohlenwasserstoffe, deren Konzentration ebenfalls steigen kann, erhöhen das Risiko für Krebserkrankungen, darunter Lungenkrebs. Kraftstoff niedrigerer Qualität führt außerdem dazu, dass die Luft stärker mit groben und feinen Partikeln belastet wird. Die Gesundheit und das Leben der Menschen, die diese Luft einatmen, geraten dadurch in Gefahr, selbst wenn die Belastung nur wenige Stunden andauert, ganz zu schweigen von einer Belastung über Jahre hinweg. Was das für moderne Autos bedeutet, klingt bereits wenig erfreulich, doch wie steht es um moderne Fahrzeuge? Das ist ein weiteres wichtiges Risiko, auf das zahlreiche Experten hinweisen. Autohersteller passen jede neue Modellgeneration schon seit langem an die jeweils aktuellsten Umweltanforderungen an. Moderne Systeme zur Abgasreinigung nehmen durch schmutzigen Kraftstoff schlicht Schaden. Empfiehlt der Hersteller normalerweise einen Ölwechsel alle 10.000 Kilometer, sollte dieses Intervall bei dauerhaftem Betrieb mit umweltschädlichem Kraftstoff besser auf 7.000 bis 8.000 Kilometer verkürzt werden. Für welche Fahrzeuge ist das besonders riskant? Grundsätzlich zählen Experten alle nach 2010 bis 2015 hergestellten Fahrzeuge zur Risikogruppe. Sie alle reagieren empfindlich auf die Kraftstoffqualität. Besonders auf die Umweltklasse von Benzin und Diesel achten sollten Besitzer von Fahrzeugen mit modernen Turbomotoren, Direkteinspritzung, teuren Abgasreinigungssystemen sowie Fahrzeuge, die unter erschwerten Bedingungen genutzt werden, etwa bei häufigen Staus, kurzen Fahrstrecken oder seltenem Zugang zur Wartung. Was tun, wenn an der Tankstelle kein sauberer Kraftstoff verfügbar ist? Was also, wenn der Tank leer ist und an der Tankstelle kein umweltfreundliches Benzin zur Verfügung steht? Keine Sorge, Experten sind sich einig, dass ein einmaliges Betanken mit minderwertigem Kraftstoff keine katastrophalen Folgen hat. Wer jedoch mit Euro 3 Benzin volle 3.000 bis 5.000 Kilometer fährt, muss mit einem garantierten Risiko für Schäden an Motorbauteilen rechnen, insbesondere an Elementen des Abgasreinigungssystems. In der Regel ist die Kennzeichnung des Umweltstandards direkt an den Zapfsäulen oder an den Zapfpistolen angebracht. Wer dennoch Zweifel hat, hat das Recht, von den Mitarbeitern der Tankstelle den Qualitätspass der aktuellen Kraftstofflieferung einzufordern. Dieses Dokument begleitet jede Lieferung per Tankwagen und wird in entsprechenden Registern erfasst. Wie lange gilt diese Ausnahme? Bleibt die Frage, ob Euro 2 und Euro 3 nur vorübergehend zurückgekehrt sind. Eine endgültige Antwort gibt es bislang nicht. Die Zeitung Kommersant berichtete, dass die Regierung die Produktion und den Umlauf von Benzin und Diesel der Klassen Euro 2, Euro 3 und Euro 4 in Russland bis Juli 2027 gestatten könnte. Ob die Krisenmaßnahmen innerhalb dieser Frist bleiben, früher zurückgenommen oder verlängert werden, hängt vor allem davon ab, wie lange die ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien andauern. Die Entwicklung rund um russische Tankstellen bleibt damit vorerst ein Ausgleich zwischen kurzfristiger Versorgungssicherheit und langfristigen Folgen für Gesundheit, Umwelt und Fahrzeugtechnik. Also, danke für das Anschauen dieses Videos. Auf Wiedersehen!